Hallo, willkommen bei unserem 5-Minuten-Tutorial. Wie binde ich Glimpsy in meinen Webshop ein? Auf unserer Produktseite sagen wir, die Integration kann innerhalb von wenigen Tagen passieren. Aber wenn man eigentlich alles bereit hat, Modelle bereit hat, seinen Shop bereit hat und man weiß, wie man iFrame integriert, dann kriegen wir das auch innerhalb von 5 Minuten hin. Ich habe mir hier einmal eine komplett neue Glimpsy-Instanz registriert. Ihr seht, noch keine Produkte da und das werden wir jetzt zuerst ändern. So, nun können wir ein Modell hochladen. Wir klicken einmal oben drauf auf den Neues Modell hochladen-Button, wählen da ein passendes Modell aus. Wir nehmen unseren Smart Fridge, den wir auch schon auf unserer Produktseite haben, und nutzen den einfach. Hier können wir auch noch einen Namen eingeben, etwas Sprechendes, das dient für uns zur Verwaltung. Die Kunden sehen das nachher nicht. Und darunter eine Product ID, idealerweise die ihr auch im Shop verwendet, sodass ihr nachher es für euch einfach ist, unsere Glimpsy-URLs euren Produkten zuzuordnen. So, jetzt sieht man hier auch schon unseren Smart Fridge inklusive Animationen. Und wenn man jetzt hier etwas runter scrollt, kommen wir auch schon direkt zu den Code Snippets, und die brauchen wir jetzt im nächsten Schritt, um sie in unseren Shop einzubinden. So, ich habe uns jetzt hier einen leeren Wix-Shop angelegt, einfach um was zu haben, was einfach ist. Und genau, hier habe ich jetzt eine Seite geöffnet. Wir wollen jetzt hier unten einfach in einem neuen Abschnitt unseren Viewer hinzufügen. Dazu füge ich einen Abschnitt hinzu, gebe einen neuen Element, sage, ich möchte Code einbetten, und zwar ein bisschen HTML. So, hier habe ich dann unseren iFrame-Snippet aus der Produktseite eben kopiert, unseren Smart Fridge. Den können wir jetzt noch ein bisschen stylen. Das macht ihr entweder ganz oldschool, so wie ich, hier drin, oder ihr habt in eurem Framework ein passende CSS-Klasse, um das hier entsprechend anzugeben. So, was wollen wir noch haben? Wir wollen keine Borders haben. Wir wollen auch kein Overflow haben. So, und jetzt können wir es mal aktualisieren. Und da lädt er auch schon. Und jetzt passen wir den entsprechend an, wie es hier Platz im Template für gibt. Und dann können wir uns auch gleich mal die Vorschau dazu anschauen. Mal kurz in die Preview. Und das war's schon. So, wie ihr seht, fügt sich das Ganze noch nicht ideal ein. Das wird Thema von einem unserer nächsten Videos. Wie kann ich den Viewer so anpassen, dass er sich einfach besser in die Webseite einpasst, Hintergrundfarbe anpassen, die Schriftarten überhaupt in den Buttons, Farben, Button, Ecken, etc., was man da so anpassen kann. Darum werden wir uns in den nächsten Videos kümmern, genauso um das Thema, wie kriege ich schnell AI-Modelle generiert, sodass ich auch mit meinen eigenen Produkten schon mal einen ersten guten Eindruck bekomme, was da eigentlich so möglich ist. Und auch schon ein paar fortgeschrittene Themen anschneiden, wie zum Beispiel, wie tracke ich eigentlich den Erfolg meiner Integration. Ne? Sprich, wie kann ich das mit Google Analytics so verbinden, dass ich sehe, okay, welche Kunden, wie viele Kunden nutzen überhaupt 3D AR auf meiner Seite, und zweitens, sehe ich denn auch schon den Erfolg davon? Sehe ich, dass diese Kunden weniger Retouren haben? Sehe ich, dass sie höhere Warenkörbe haben? Dass sie vielleicht eine bessere Conversion Rate haben? All das brauche ich natürlich Daten für, und dafür gibt es die Google Analytics Integration bei Glimpsy.